Es geht heute noch einmal um unsere Fernbedienungen und um unsere Wandtaster. Und zwar in Kombination mit dem Gateway Premium. Ich werde zeigen, wie man Routinen erstellt und diese dann mit einer beliebigen Taste von der Fernbedienung oder von den Wandtastern auslöst. Damit kann man dann zum Beispiel ganz einfach das Licht mit einem Tastendruck ausschalten und wieder einschalten. Ich werde aber auch komplexere Routinen erstellen, wie unsere beliebte Film-Up-Routine. Damit kann ich mit einem Tastendruck sofort mehrere Geräte auf die passende Zielposition stellen und so das gemütliche Ambiente für den Filmabend schaffen. Filmende gibt es natürlich auch. Ich werde aber auch zeigen, wie man eine Push-Funktion für die Beleuchtung nutzt. Damit könnt ihr dann zum Beispiel mit einer Taste die Beleuchtung ein- und wieder ausschalten. Sieht man hier auf dem Sideboard bei der kleinen Lampe, mit einer Taste schalte ich das Licht aus, aber auch mit der gleichen Taste wieder ein. Das gleiche gilt übrigens auch für den Philips Hue Stripe. Da geht sowas natürlich auch. Ausschalten und wieder einschalten. Wir werden auch über die Ansteuerung von Rohrmotoren sprechen oder Rollläden sprechen und all das in diesem Video. Wir fangen ganz vorne mit der einfachsten Anwendung an. Ich möchte meine Beleuchtung hier gerne ein- und ausschalten und das Ganze mache ich jetzt über eine Routine. Die drei Sender, die wir jetzt hier sehen, oder die zwei Wandtaster und auch die Fernbedienung, habe ich bereits an meinem Gateway Premium angemeldet und möchte diese jetzt entsprechend in Routinen nutzen. Und dazu gehen wir unten in den Bereich Routinen und erstellen die erste Routine. Klicken also hier auf das kleine Pluszeichen und geben der Routine einen Namen. Mit dieser Routine möchten wir das Licht einschalten, deswegen schreiben wir einfach rein, Licht ein. So, weiter geht's. Ereignis hinzufügen. Wir brauchen jetzt ein Ereignis und zwar die Sendersteuerung. Das finden wir hier, Sendersteuerung. Und hier bei ausgewähltes Gerät ist jetzt wichtig, dass man auch den richtigen Sender auswählt. Wenn man nur einen Sender hat, kein Thema, gibt es nur diesen einen Sender. In meinem Fall haben wir ja schon mehrere Sender angemeldet und müssen jetzt hier unseren Taster vom Wohnzimmer auswählen. Das ist genau der hier mit den 6 Tasten. Ja, dann gehen wir einen Schritt zurück und können jetzt die gewünschte Taste auswählen. Ich möchte das Licht gerne einschalten mit der Taste Nummer 1. Ihr könnt natürlich wählen, welche Taste ihr möchtet. Am besten natürlich nachher mit unserer Beschriftungssoftware hier die Tasten passend bezeichnen, damit ihr auch genau wisst, was auf welcher Taste passiert. Einen Schritt zurück. Und jetzt können wir das Element hinzufügen, welches wir schalten möchten. Und das ist in diesem Fall das Licht im Wohnzimmer. Da müssen wir kurz schauen, wo wir das haben. Da haben wir das Licht im Wohnzimmer und das Licht im Wohnzimmer soll eingeschaltet werden. Also ganz wichtig bei einer Routine ja immer, dass man das Ziel kontrolliert. Ziel steht hier auf dieser rechten Seite. Das Licht soll eingeschaltet werden. Und damit ist die erste Routine schon fertig. Damit wir das Licht wieder ausschalten können, brauchen wir eine weitere Routine. Und die erstellen wir jetzt direkt im Anschluss. Auch die bekommt wieder einen Namen, und zwar Licht aus. Hier geht es wieder los mit der Sendersteuerung, also Ereignis hinzufügen. Wir brauchen wieder unsere Sendersteuerung. Klicken hier wieder auf unseren Taster vom Wohnzimmer und wählen jetzt die passende Taste aus, und zwar ist das jetzt hier die Taste Nummer 2. Einen Schritt zurück oder 2 Schritte zurück und jetzt können wir schon wieder das passende Element hinzufügen, welches wir einschalten möchten. Und das ist wieder unser Licht vom Wohnzimmer. Da haben wir es. Jetzt müssen wir noch einmal das Ziel kontrollieren. Wir möchten nicht einschalten, wir möchten ausschalten. So, und damit sind die ersten beiden Routinen schon angelegt, die wir jetzt mit einem Taster auslösen können. Und das können wir direkt einmal testen. Ich habe hier meine Taster und kann auf der einen Seite jetzt das Licht ausschalten und auf der anderen Taste wieder einschalten. So sieht man, man kann mit einer Taste einfach das Ziel auswählen. Und das Schöne ist halt, wenn man jetzt noch weitere Geräte mit einschalten möchte, kann man die einfach diesen Routinen hinzufügen und dann mit der gleichen Taste mit einschalten. So, und weiter geht's jetzt mit der Erstellung einer Film-Up- und Film-Ende-Routine. Jetzt wird es etwas komplexer, denn für diese Film-Up-Routine, die wir erstellen möchten, möchten wir mehrere Geräte gleichzeitig ansteuern. Ich habe mir, damit das etwas einfacher ist, vorher schon Gruppen erstellt. Das sieht man hier, wenn ich mal in den Bereich Geräte wechsle, sieht man, dass ich bereits Gruppen gemacht habe für meine Beleuchtung im Wohnzimmer. Darin habe ich dann 5 Beleuchtungen zusammengefasst. Das macht das gleich bei der Programmierung auf jeden Fall einfacher. Und das gleiche habe ich auch für den Garten gemacht, für die Deckenbeleuchtung und später auch für Rollläden. Da werden wir es auch nochmal sehen. Das heißt also, die Gruppen erleichtern auf jeden Fall da die Einstellungen. So, jetzt gehen wir wieder in die Routinen
und erstellen uns eine neue Routine. Und die bekommt jetzt für diese Anwendung den folgenden Namen, und zwar Film ab. So, bei der Film ab Routine wird es so sein, dass ich diese auch mit meinem Sender oder mit meinem Wandtaster auslösen möchte. Im ersten Schritt. Wir können das gleich auch für den anderen Sender noch mitbauen, aber zunächst mal fangen wir mit dem Wandtaster an. Und zwar geht es wieder um die Sendersteuerung. Ich suche wieder meinen Wandtaster vom Wohnzimmer aus und wähle jetzt für die Film ab Routine die Taste Nummer 5. So, und jetzt können wir wieder Elemente hinzufügen. Da sind natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt da reinpacken, was ihr möchtet. In meinem Fall nutze ich halt die Gruppenfunktion. Das heißt, ich möchte meine Beleuchtung im Wohnzimmer gerne schalten. Ich möchte auch die Deckenbeleuchtung schalten. Und, jetzt gehen wir noch einmal auf die Geräte. Ich möchte auch das Licht hier im Wohnzimmer gerne schalten. Das soll nämlich dann ausgeschaltet werden. Und an der Seite möchte ich meinen RAV-Store gerne zumachen, damit die Sonne von draußen nicht blendet. Auch den nehmen wir mit rein, den RAV-Store vom Wohnzimmer. So, und jetzt müssen wir halt für jedes Element in dieser Routine das passende Ziel auswählen. Und da fange ich oben mit der Beleuchtung an. Meine Beleuchtung möchte ich gerne auf diesen lila Wert stellen. Und sagen wir mal hier auf 50%, das passt ganz gut. Wir können auch ein bisschen heller gehen, dann sieht man das gleich etwas besser hier in diesem Video. Und das gleiche mache ich für die Deckenbeleuchtung, auch hier nehme ich diesen Wert. Hier sieht man übrigens schon, dass die zuletzt gewählten Werte immer hier angezeigt werden. Das heißt, ich nehme jetzt hier wieder diesen lila Wert und ziehe mein Licht etwas heller. Das Licht im Wohnzimmer, das möchte ich für die Routine gerne ausschalten. Und mein RAV-Store im Wohnzimmer, den möchte ich gerne komplett schließen. Auch hier sieht man die Besonderheit bei den RAV-Store-Einstellungen. Ich kann nicht nur die Behangposition bestimmen, ich kann sogar die Lamellenposition bestimmen, wo diese gerade stehen sollen. Und die möchte ich gerne komplett zuklappen. So, damit haben wir alles drin. Können natürlich jederzeit auch noch Geräte hinzufügen, aber das lassen wir jetzt erstmal genauso drin stehen. Und damit wäre die Film-Ab-Routine schon fertig. Wir können jetzt hier rausgehen. Und könnte natürlich die Film-Ab-Routine auch jederzeit hier auslösen, wenn ich den Slider zur Seite ziehe. Aber es geht ja um die Sendersteuerung. Und wenn ich jetzt hier auf Film-Ab drücke, auf die Taste Nummer 5, dann sieht man schon, das, was ich gerade konfiguriert habe, wird jetzt genau hinter mir eingestellt. Ja, und jetzt müssen wir natürlich irgendwie auch das Filmende noch wieder herbeiführen. Und dafür brauchen wir eine weitere Routine. Und jetzt werde ich noch eine weitere Möglichkeit zeigen. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich möchte eine neue Routine erstellen, füge wieder die gleichen Geräte hinzu, aber schneller geht das in diesem Fall, indem man einfach die vorhandene Film-Ab-Routine kopiert oder dupliziert. Und das machen wir in der Konfiguration dieser Routine, indem wir auf die 3 Pünktchen klicken und dann diese Routine duplizieren. Es wird also eine komplette Kopie erstellt. Sehen wir auch oben, können natürlich jetzt erstmal den Namen anpassen. Diese Szene heißt jetzt Filmende. So, Sendersteuerung, da müssen wir kurz einmal reinklicken, denn es muss natürlich jetzt eine andere Taste sein. Nicht mehr die Nummer 5, sondern die Nummer 6. Und bei den Geräten, die wir hinzugefügt haben, die ja auch mit kopiert wurden, müssen wir jetzt nur noch das Ziel anpassen. Und zwar stellen wir das Ganze jetzt so an, dass wir sagen, bei Filmende möchten wir das Ganze auf weiß stellen, auf eine mittlere Helligkeit, gehen einen Schritt zurück, machen das gleiche für die Deckenbeleuchtung auch. Auch hier weiß, kann auch auf 100% stehen bleiben. Und das Licht im Wohnzimmer können wir wieder einschalten. Und den RAV-Store, den werde ich wieder etwas öffnen, dass die Lamellen wieder hochgekippt sind. Dann kommt auch wieder Licht rein. So, einen Schritt zurück. Wir können auch einmal kontrollieren. Alle Ziele sind genau richtig eingestellt. Und es ist der Sender mit der Nummer 6. Das Ganze verlassen. Ja, und schon können wir hier mit der Nummer 6 die Filmende-Routine starten. Und man sieht schon hinter mir, es wird wieder etwas heller, der RAV-Store wird aufgefahren und das Licht wird auch wieder eingeschaltet. Wenn ich jetzt im Nachhinein feststellen sollte oder das gerne möchte, dass zum Beispiel noch meine Gartenbeleuchtung auch bei der Film-Ab-Routine mit eingeschaltet wird, dann ist es natürlich ganz einfach, das im Nachhinein zu ergänzen. Und zwar nehmen wir einfach hier unsere Film-Ab-Routine, gehen noch einmal in die Konfiguration und können jetzt einfach weitere Elemente hinzufügen. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Elemente hinzufügen und nehme mir zum Beispiel die Gartenbeleuchtung mit rein. Da sind meine 3 Gartenkugeln, die man hinter mir im Garten so leicht sehen kann. Die sind mit drin und auch die möchte ich gerne ansteuern. Und zwar sollen die
sagen wir einfach mal, die sollen auf blau geschaltet werden und voll eingeschaltet werden. So, und jetzt haben wir einfach unsere Film-Up-Routine ergänzt. Wir können jetzt hier nochmal das Ganze testen. Film-Up wird gestartet, alles wird passend eingestellt und auch die Beleuchtung im Garten wird auf blau geschaltet. Ja, so kann man natürlich das Ganze genau so einstellen, wie man das für seine Film-Up-Routine haben möchte. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die Push-Funktion erklären. Jetzt kommen wir zur Push-Funktion. Man hat gerade schon gesehen, bei unseren Tastern, mit den 6 Gruppen oder mit den 6 Tasten und auch bei dem Einfachtaster senden wir eine Push-Funktion an das Gateway Premium. Und mit der Push-Funktion können unsere Beleuchtungen direkt arbeiten. Das heißt, ein Push-Kommando wird umgesetzt, indem ein Licht einfach eingeschaltet wird und beim nächsten Push-Kommando wieder ausgeschaltet wird. Eine RZ-Leuchte oder unsere Dimmer werden hochgedimmt und beim nächsten Mal einfach wieder runtergedimmt. Und das können wir kurz einmal zeigen. Übrigens der Hinweis, Push-Funktion gibt es für Rollläden nicht und für Heizung natürlich auch nicht, aber für die Beleuchtung, egal ob jetzt Dimmer, Schalter oder auch die RZ-LED-Leuchten, dafür kann man die Funktion nutzen. Ja, und das schauen wir uns kurz einmal an. Ich öffne wieder hier meine HomePilot-App und bin jetzt da in dem Bereich Routinen und wir erstellen eine neue Routine. Auch die bekommt jetzt wieder einen Namen und ich möchte jetzt mit einem Taster von meinem normalen Taster hier das Licht auf dem Sideboard gerne ein- und ausschalten. So, und dazu bekommt die wieder einen Namen. Das heißt jetzt hier in diesem Fall Licht, sagen wir einfach mal Sideboard. Und das Ganze ist ein Push-Kommando. Schreibe ich kurz darunter, dann findet man das nachher auch genau wieder. Und jetzt geht es wieder mit dem Ereignis los. Wir brauchen wieder die Sendersteuerung. Der ausgewählte Sender oder das Gerät ist in meinem Fall der Wandtaster mit der einen Gruppe, also genau dieses Gerät. Und wir gehen einen Schritt zurück. Ausgewählte Taste, ich nehme jetzt hier die Push-Funktion vom Kanal 1, das ist die obere Taste in diesem Fall. Und wir können jetzt Elemente hinzufügen, welche wir schalten möchten. Schauen wir mal kurz, und zwar nehmen wir jetzt hier das Licht auf dem Sideboard. Und wenn ich jetzt das Licht auf dem Sideboard anklicke und mir die Ziele anschaue, die möglich wären, dann sieht man schon, dass es hier eine ganze Menge gibt. Gerade bei dem Licht hatten wir einfach nur die Funktion, dass man das einschalten und ausschalten kann. Und hier gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Wie gerade schon gesehen, es gibt die Farbe, die man wählen könnte. Man kann die Helligkeit wählen, aber es gibt noch viel mehr Funktionen. Ich kann das Licht einfach nur einschalten, das heißt, egal wie oft ich die Taste drücke, das Licht bleibt eingeschaltet. Ich könnte auch eine Erhöhung der eingestellten Dimmung erzwingen. Das heißt, ich könnte 10% weiter hochdimmen. Das möchten wir aber alles nicht. Ich möchte das Ganze mit einem Push-Kommando weiterleiten. Und das ist jetzt schon alles. Ich gehe jetzt hier einen Schritt zurück. Und hier haben wir unseren Einkanal-Wandtaster. Und man sieht, das Licht ist gerade eingeschaltet. Einmal drauf tippen, es wird ein Push-Kommando gesendet und die Lampe wird ausgeschaltet. Und beim nächsten Push-Kommando wird die Lampe auf den zuletzt eingestellten Wert wieder hochgedimmt und ist jetzt wieder genauso wie gerade eingeschaltet. Das Ganze können wir natürlich auch mit einer anderen Taste machen. Mit der Taste 2 könnte ich jetzt den Philips Hue Stripe auch mit der Push-Funktion ansteuern. Dazu noch ein Hinweis, das funktioniert nur, wenn man diese RZ-Leuchten oder auch die Zigbee-Leuchten direkt mit dem RZ-Stick am Gateway Premium angemeldet hat. Das heißt, mit einem Tastendruck einschalten und ausschalten. Das Ganze könnte natürlich auch genauso dieser Taster machen. Damit könnte ich auch die Push-Funktion umsetzen und theoretisch kann ich das Ganze auch mit unserem Handsender machen. Das heißt, bei jedem Mal drücken der Taste nach oben könnte ich hier das Licht ein- und ausschalten. Was im Einzelfall genau Sinn macht, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden und natürlich muss man schauen, dass auch alle mit diesen Funktionen zu Hause klarkommen. Im nächsten Schritt werde ich jetzt noch zeigen, wie man auch Rollläden mit dieser Funktion ansteuern kann. Das heißt, auch da können wir Routinen erstellen und damit werden auch Rollläden ansteuerbar. Aber wir werden auch zeigen, was da wirklich sinnvoll ist. Abschließend kommen wir jetzt noch zur Ansteuerung von Rollläden mit Sendern. In den meisten Fällen macht es Sinn, dass man den Sender direkt bei dem Empfänger anmeldet. Das kann ich jetzt kurz einmal zeigen. Und zwar haben wir hier unseren Wandtaster und zwar haben wir in der Mitte noch die beiden Tasten frei, um einen Rollladen zu öffnen und zu schließen. Ich könnte natürlich jetzt zwei Routinen anlegen, eine fürs Öffnen mit 0% und eine fürs Schließen mit 100%. Dann würde mir aber der Stoppbefehl fehlen an dieser Stelle, denn ich habe nur zwei Tasten. Ganz schnell kann man natürlich diesen Sender bei einem Rollladen anmelden und das zeige ich auch einmal ganz kurz, denn das geht auch ganz einfach über das Smartphone bzw. über unsere HomePilot App. Die nehmen wir uns kurz dazu
Und zwar schauen wir uns mal unsere Rollläden an. Ich habe hinter uns den Rollladen rechts und da möchte ich gerne diesen Taster anmelden, damit er diesen auch direkt ansteuert, ohne dass ich jetzt Routinen erstellen muss. Und den rufe ich einmal auf, gehe in die Konfiguration und starte jetzt hier bei Allgemein den Anmeldemodus. Und das geht hier, Fern, Anmelden, Start. Da haben wir das. Damit wird der Modus gestartet von dem Motor. Ich aktiviere den Anmeldemodus bei meinem Taster, indem ich hier die beiden Tasten drücke und kurz halte. Die beiden Geräte lernen sich jetzt kennen und ich kann jetzt im Prinzip auswählen, welche Taste ich haben möchte für den und drücke jetzt hier in der Mitte einmal drauf und dann haben die beiden sich schon direkt kennengelernt. Also jetzt hier, ohne dass man irgendwelche Routinen erstellen muss, kann ich jetzt hier schon direkt mit den Tasten meinen Rollladen jederzeit auf- und abfahren und kann natürlich auch jederzeit stoppen und in die Gegenrichtung wieder hochfahren. Man kann natürlich auch das Ganze über Routinen machen. Wenn wir zum Beispiel so hier unsere Fernbedienung haben und da unsere Gruppe der ganzen Rollläden gemeinsam auf- und zufahren möchten, können wir das auch hierüber lösen. Und das möchte ich auch noch mal zeigen, damit man auch diese Anwendung gesehen hat. Und zwar gehe ich jetzt wieder zurück in meine Routinen und erstelle eine neue Routine. Und da sagen wir jetzt einfach mal Rollläden öffnen. So, jetzt geht es weiter. Ereignis hinzufügen und zwar brauchen wir wieder unsere Sendersteuerung. Wir wählen jetzt hier unsere Fernbedienung mit den 6 Gruppen aus. Das ist diese hier. Und hier gibt es auch eine Besonderheit, denn die hat ja nicht nur einfach diese 6 Tasten drauf, sondern zudem auch noch die Auf-, Stopp- und Ab-Befehle. Das heißt, wir können jetzt hier bei den ausgewählten Tasten einmal unsere Gruppe auswählen. Sagen wir mal, wir möchten die Gruppe 1 haben und den Auf-Befehl. Und nur dieser eine Befehl wird jetzt mit der Routine verknüpft. Und da nehmen wir jetzt als Elemente eine ganze Gruppe. Und zwar unsere Rollläden im Wohnzimmer. Und die sollen alle geöffnet werden. Also machen wir jetzt hier den Auf-Befehl. Das heißt, der Auf-Befehl von der Fernbedienung wird mit dem Auf-Befehl als Ziel von der ganzen Gruppe verknüpft. Einen Schritt zurück. Und damit ist die erste Routine schon angelegt. Ich brauche jetzt noch 2 weitere Routinen, damit die Rollläden auch runterfahren, aber auch gestoppt werden können. Denn hier habe ich ja diese 3 Tasten. So, nehmen wir unsere Routine von gerade und kopieren diese einfach, dann geht es am schnellsten. Oder duplizieren diese. Die Kopie, da müssen wir den Namen einmal anpassen und sagen, wir möchten die Rollläden schließen. So. Schließen und gehen jetzt bei der Sendersteuerung hin und wählen uns hier den zweiten Befehl aus, und zwar ein Abkommando. Das Abkommando muss natürlich dann auch wieder mit dem entsprechenden Ziel verknüpft sein. Das heißt, hier müssen wir das Ganze ändern auf Ab. So. Und damit wir auch stoppen können, brauchen wir eine dritte Routine. Auch die werde ich wieder über das Duplizieren erstellen. Und damit werden alle 3 Befehle an die passenden Ziele übergeben oder an die passende Gruppe übergeben. Gehen wieder in die Sendersteuerung, suchen uns jetzt hier das Stopp-Kommando aus und ändern das Ziel unten ab, indem wir hier auf Stopp umstellen. So, jetzt haben wir 3 Routinen gebaut und können damit diese Fernbedienung nutzen. Das heißt, ich wähle jetzt hier die Gruppe 1 mit der Abwärtstaste, wird das Abkommando an meine 4 Geräte geschickt, also an meine ganze Gruppe. Ich kann aber auch stoppen zwischendurch, weil der Stoppbefehl auch gesendet wird, und ich kann natürlich auch wieder öffnen. Das heißt, man hat also beide Optionen. Ich kann über Fernanmelden Geräte direkt anmelden oder ich kann es so wie hier machen mit den Routinen und damit auch eine ganze Gruppe auslösen oder natürlich auch einzelne Motoren. Ja, das waren einige Anwendungen zur Sendersteuerung. Man kann das Ganze wirklich sehr, sehr weit kombinieren und hat natürlich über das Gateway Premium alle Möglichkeiten. Ich hoffe, dass die Informationen im Video weitergeholfen haben und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!